Wie wird das? Gibt es da eine Spalte bei der Vermögenssteuererklärung? Und wie ist es bei der Einkunftserklärung? Muss ich das mit angeben? Also sowohl mein Vermögen als auch mein Einkommen aus Krypto-Trading? Wie sind da die Spanier aufgestellt, was die Kontrolle solcher Sachverhalte anbelangt? Jemand erhält Beträge aus Erbschaft oder Schenkung und hat den Beckham-Law-Status. Was passiert? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir ja Martin Westhofen als Experte für das Thema Steuervorteile in Spanien dabei. Kann man das so sagen, Herr Westhofen? Das kann man so sagen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und hoffe, ein bisschen Klarheit in den Dschungel der spanischen Vorschriften bringen zu können. Das klingt doch schon mal gut. Also in dieser Folge heute wollen wir ja unter anderem besprechen die Solidaritätssteuer, Besteuerung von Einkünften aus Kryptowährungen, Gewinnausschüttungen und so weiter und so fort. Also es sind einige Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Geballtes Wissen rund um Spanien und Steuervorteile dort. Wir versuchen es in weniger als 60 Minuten. Und ganz am Anfang wollen wir Ihnen, lieber Herr Westhofen, die Gelegenheit geben, sich kurz einmal unseren Zuschauern und Zuhörern vorzustellen. Sehr gerne, vielen Dank. Also mein Name ist Martin Westhofen. Ich bin, wie man unschwer hören und erkennen kann, deutscher Staatsbürger, in Bonn geboren, in Bonn auch aufgewachsen, habe da den Großteil meines Lebens gelebt. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, habe wie gesagt, in Bonn studiert, in Köln das zweite Staatsexamen gemacht, dann im Prinzip klassisch erstmal in der deutschen Behörde gearbeitet, bevor ich dann 2016 meine jetzige Frau kennengelernt habe. Auch der Klassiker wahrscheinlich, wie man nach Spanien übersiedelt oder wenn es nicht über die Arbeit ist, dann wahrscheinlich über die Liebe. Ist immer Liebe so oder war es Geld, bei mir. eins zu beidem. Ganz genau, so ist es. Geld oder Liebe, das ist es. Bei mir war es die Liebe, die mich hierher gezogen hat. Erstmal, meine Frau ist dann schwanger geworden und dann musste die Entscheidung halt gefällt werden, ob wir in Deutschland bleiben oder nach Spanien gehen. Ich bin letztendlich jetzt seit 2018, seit Juli 2018, also genau 5 Jahre bin ich jetzt in Spanien, habe noch keine Minute der Entscheidung bereut. Und habe erstmal meine Elternzeit mehr oder weniger, also war dann schwanger, das Kind kam auf die Welt, meine Elternzeit dann zwischen Deutschland und Spanien verbracht und dann im Juni 2019, also auch jetzt genau vor 4 Jahren, bei der Kanzlei ETL Nexum Jurídico heißt die, in Barcelona haben wir unsere Base. Da bin ich angestellt worden und zwar als Leiter sozusagen des German Desks. Wie der Name schon sagt, German Desk, ich betreue hauptsächlich Mandanten, Kunden aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Allerdings auch viele Engländer, viele Amerikaner auch dabei. Also ist nicht nur German Desk, ich sage mal German und International Desk, das leite ich. Ich kann natürlich nicht alles. Ich bin selber deutscher Jurist, bin kein deutscher Steuerberater, kein spanischer Steuerberater. Aber wir sind bei ETL, wir sind eine Full-Service-Kanzlei, machen Tax, Legal und Payroll. Sind insgesamt, glaube ich, 80 Leute in der Kanzlei. Das heißt, ich habe viel Expertise, auf die ich auch zurückgreifen kann. Ich selber habe mich entwickelt zum Relocation Manager, kann man sagen, vielleicht. Also alles, was oder alle Arten von Problemen, die Deutsche, Schweizer, Österreicher, ausländische Staatsbürger hier in Spanien bei einer Umsiedlung zu erwarten haben oder erwarten können, um die kümmere ich mich. Viele Sachen mache ich selber, zum Beispiel alles, was mit Beckham zusammenhängt, mache ich selber. Alles, was dann mit einer tatsächlichen Buchhaltung, also wenn es dann weitergeht, wenn dann die SL steht oder wenn dann der Autonomo hier tatsächlich, also der Selbstständige in Spanien angekommen ist, dann gebe ich natürlich den Fall weiter aus meiner Hand an den Steuerberater in Spanien, der das dann den Fall weiter betreut. Ich bleibe immer als Kulturübersetzer, sage ich es auch gerne, bleibe ich mit dem Mandanten natürlich im Kontakt. Weil man meint es nicht, sagen wir jetzt von Deutschland nach Spanien sind es 1500 Kilometer, aber was sich da in der kulturellen Ebene verändert, ist enorm. Also man glaubt gar nicht, wie oft ich auf der Ebene gebraucht werde, um es mal so zu sagen. Und wie gesagt, jetzt ist Juli 2023. Ich bin immer noch sehr glücklich und das German Desk bei uns in Barcelona wächst und wir freuen uns auf neue Mandanten, auf neue Gelegenheiten, wie jetzt auch mit Ihnen der Kontakt wunderbar
so soll es weitergehen. Hervorragend. Also, es gibt ja viele unserer Mandanten, die sich beschäftigen und nicht nur beschäftigen, sondern daraus auch wesentliche Einkünfte erzielen, nämlich aus dem Besitz von Kryptowährungen, aber auch aus Trading. Wie wird das? Gibt es da eine Spalte bei der Vermögenssteuererklärung und wie ist es bei der Einkunftserklärung? Muss ich das mit angeben, also sowohl mein Vermögen als auch mein Einkommen aus Kryptotrading, aus Währungsschwankungsgewinnen beispielsweise auch, ne, von dem, was ich halte? Und wie sieht es aus im Unterschied zu gewerblicher oder privater Aktivität? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Also ich muss da auch vielleicht ganz kurz sagen, da alles, was mit Beckham, Krypto und sonstigen Dingen zu tun hat, bin ich der Experte. Ansonsten sind wir sehr breit aufgestellt. Da habe ich mein Team. Wir haben ein extra Team, was sich tatsächlich jetzt nur mit Krypto beschäftigt. Das sind Spezialfragen, da habe ich natürlich, bin vorbelastet, natürlich kann ich dazu jetzt was sagen, aber ich bitte darum, jeden Einzelfall, wenn es einen Mandant gibt, der solche Probleme mitbringt oder solche Sachverhalte mitbringt, immer eine Einzelfallprüfung machen. Es ist unablässig, unabdingbar, sich da genau Gedanken zu machen, wie ist derjenige aufgestellt und wie ist es tatsächlich, wo liegt das Kryptogeld, wo ist der Server, wer ist mein Anbieter. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Die Spanier haben angefangen, mit das Krypto in die Einkommenssteuererklärung mit aufzunehmen. 2021, meine ich, haben sie damit angefangen. Da musste man es verpflichtend erklären. Wie das zu machen ist, es wird geguckt, zu welchem Preis hast du gekauft, zu welchem Preis war es am 31.12. Die Differenz ist dein Gewinn oder dein Verlust. So einfach, also nur wirklich in ganz einfachem Schemata, so wie es mir erklärt wurde, dargestellt. Es kann zum Beispiel bei Krypto hatte ich einen Fall oder gab es mit Sicherheit sehr viele Fälle, die Ende 21 war der Bitcoin, beziehungsweise alle Kryptowährungen waren sehr hoch. Der Bitcoin war, glaube ich, auf 60.000, 70.000 Euro so in die Richtung. Und 2022 ist das alles krachend zusammengebrochen. Und zum Zeitpunkt, in dem man die Steuererklärung in Spanien machen muss, nämlich im April bis Juni 2022, hat man dann Steuern zahlen müssen auf Gewinne, die man längst nicht mehr hat. Also es ist auch sehr volatil natürlich, diese ganzen Kryptogeschichten. Da muss man tatsächlich, wie gesagt, ich kann es immer nur betonen, bitte sprechen Sie da mit Experten und ich leite auch das intern immer an Experten weiter. Grundsätzlich ist zum Krypto mit Beckham, in Verbindung mit Beckham, ist es recht einfach wieder, weil da ist es dann so, dass nur Einkommen aus spanischer Quelle oder Vermögen aus spanischer Quelle besteuert wird unter Beckham. Das heißt, wenn mein Anbieter, mein Exchanger oder sonst irgendjemand im Ausland sitzt, also in Deutschland oder in Österreich oder in Belgien oder sonst wo, dann ist das kein Einkommen spanischer Quelle mehr. Und damit ist das auch nicht mehr zu erklären. Das heißt, es ist da ganz wichtig, darauf zu achten, über wen wickle ich meine Kryptogeschichten ab. Und wenn ich jetzt ein Hardware-Wallet habe auf dem USB-Stick, dann ist wahrscheinlich auch in Spanien weil dann ja physisch USB-Stick bei mir in Spanien ist, korrekt? Ganz genau. Die Wallet ist natürlich ganz klar, die ist da, wo Sie oder Ihr Computer sich befinden. Wenn Sie hier Resident werden, wird es schwer sein, dem spanischen Fisco zu verkaufen, dass aber Ihre Wallet und Ihr Rechner immer in Deutschland stammen. Also werden die Ihnen nicht glauben. Also kann man keine Hardware-Wallets verwenden, sondern muss sie halt im Grunde irgendwo in der Cloud haben und muss schauen, dass es nicht in Spanien ist. Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist auch so diese Abgrenzung, was ist jetzt, sage ich jetzt mal privat, was ist jetzt Bereich der eigenen Vermögensverwaltung, also ich meine, eigene Vermögensverwaltung wäre ja letztlich steuerfrei. Wenn ich natürlich aber jetzt hier gewerblich, hauptberuflich mit Krypto trade, dann bin ich natürlich auf einmal in einer gewerblichen Tätigkeit wahrscheinlich, gehe ich davon aus, in Spanien tätig und müsste dann sogar wahrscheinlich Einkommensteuer auf diese Erträge bezahlen. Mir ist es natürlich klar, dass die Abgrenzung nicht immer so einfach ist. Ich meine, es gibt ja in verschiedenen Ländern verschiedene Merkmale, die da geprüft werden. Also wie viele Stunden am Tag macht man das? Macht man das jeden Tag? Macht man das einmal im Monat? Und so weiter und so fort. Welche Beträge werden damit bewegt? Hat man noch eine andere Tätigkeit?
Also mal unter der Annahme, dass es jetzt jemand macht, tatsächlich nur rein privat und rein zur eigenen Vermögensverwaltung und jetzt definitiv nicht hier hauptberuflich. Wie sind da die Spanier aufgestellt, was die Kontrolle solcher Sachverhalte anbelangt? Sind die da sehr sensibel? Kontrollieren die das sehr scharf oder ist es eher laissez-faire? Das ist eher ein Laissez-faire und ich bin da auch dankbar der spanischen Steuergesetzgebung. Die haben es tatsächlich in diesem Punkt relativ einfach gehalten, nämlich alles, was mit meinem eigenen Privatvermögen, Privatgeld, Privatkrypto, was auch immer passiert. Ich kann, ob ich eine Transaktion im Monat mache oder 10.000, es bleibt immer privat und ich habe das immer nur, wenn überhaupt, in meiner privaten Einkommensteuererklärung anzugeben. Sobald ich aber 2 € von Ihnen bekomme oder 10 vom Herrn Taborek und damit das verwalte oder anlege und damit spiele mit dem oder das trade das Geld, dann bin ich sofort in einer Aktivität, in einer selbstständigen Tätigkeit. Damit bin ich sofort gezwungen, mich als Autonomo, als Selbstständiger anzumelden und bin in der Konsequenz sofort raus aus dem Beckham Law. Um das jetzt wieder auf das Beckham Law auf meine Seite, also auf meine Expertise zu münzen. Also das ist etwas, da muss man aufpassen. Man sollte auf gar keinen Fall Fremdvermögen verwalten. Wie gesagt, es fängt beim ersten Euro an. Es gibt keine Stunden Thresholds oder sonstige monetäre Grenzen, die gesetzt werden. Der erste Euro, der nicht Ihrer ist, und Sie den verwalten im weitesten Sinne, dann und dafür eventuell sogar noch eine Rechnung schreiben, dann sind Sie auf jeden Fall Autonomo, also Selbstständiger, und dann sind Sie raus aus dem Beckham Law. Gut zu wissen. Ja, es geht schnell. Es geht auch schnell. Wenn man nicht weiß, was man tut, geht alles schnell. Wie gesagt, das ist, man muss sich informieren, besonders was neue Technologien, alles, was die Arbeitswelt verändert sich, die Krypto verändern sich was heute gilt, ist im nächsten Jahr eventuell schon nicht mehr, gilt im nächsten Jahr vielleicht schon nicht mehr. Deswegen muss man da immer up to date bleiben und sich beraten lassen. Da habe ich keinen anderen Rat für den Mandanten, als tatsächlich sich in dem Land, wo es dann hingehen soll, nachzufragen, weil da kann man sich in die Nesseln setzen. Ganz einfach. Wie sieht es denn jetzt aber aus, wenn ich jetzt nicht mit Kryptowährungen handle und trade, sondern mit Aktien und anderen Dingen, also im Prinzip mit ausländischen, also Trading und Verwaltung ausländischen Vermögens? Gibt es da noch irgendwas zu beachten? Nein, das ist genau dasselbe Verfahren, genau dieselben Tatbestandsmerkmale im Prinzip. Also alles, was Sie mit Ihrem eigenen Vermögen anstellen, bleibt Privatsache, ist in der privaten Einkommensteuererklärung zu erklären. Alles andere, sobald Sie drittes Vermögen mitverwalten, sind Sie autonomo und raus aus dem Beckham Law. Und natürlich genau, also ist natürlich, weil Sie gerade die Steuererklärung erwähnt haben, wenn es außerhalb Spaniens stattfindet, das heißt also, mein Depot ist nicht in Spanien, ich trade keine spanischen ISINs, ja, klar. Das ist natürlich wichtig, dann muss ich es wiederum nicht in der Steuererklärung erklären in Spanien. Natürlich. Aus meiner Sicht ist das einer der größten Vorteile zum Beispiel des Beckham Law gegenüber dem portugiesischen NIR-Status, weil der portugiesische NIR-Status ist ja sehr spezifisch hier. Also Dividenden sind steuerfrei, Zinsen sind steuerfrei in Portugal, aber zum Beispiel Veräußerungserlöse nicht. Ja. Hier ist ja doch die spanische Regelung im Grunde sehr viel benutzerfreundlicher, dass man im Grunde sagen kann, sämtliche Kapitalerträge, Veräußerungserlöse, Dividenden, Zinsen, was auch immer, man kann machen, was man will, unter der Voraussetzung, es ist natürlich im Ausland und wie Sie schon gesagt haben, es ist nicht gewerblich. Ja? Das halte ich also für einen sehr großen Vorteil. Absolut. Ja. Trotzdem gibt es noch zwei offene Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben. Das eine sind ja Gewinnausschüttungen aus Nullsteuergesellschaften, weil da gilt Ähnliches, wie gerade der Sebastian erwähnte. Auch da gibt es spezielle Regelungen. Sebastian erwähnte gerade Portugal zum Beispiel. Und dann noch die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Vielleicht beginnen wir mal mit Gewinnausschüttung aus Nullsteuergesellschaften. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma auf den Bahamas habe oder im anderen Land, wo ich keine Steuern zahle und mir jetzt da Es ist kein Problem für den Spanier. Es ist auch wieder je nachdem, wie der Mandat aufgestellt ist, kann das sehr, sehr vorteilhaft sein. Wie gesagt, es geht in Spanien, beim Beckham geht es nur um weltweites Arbeitseinkommen. Also alles, was aus Dividenden, es kann aus einem Fiskalparadies kommen, es kann eine Einmann-LLC aus den USA sein, es kann alles Mögliche sein.
Es darf nur kein Arbeitseinkommen sein. Wenn es als Dividende ausgezahlt wird, ist alles gut, dann brauchen wir es hier in Spanien gar nicht. Der Fiskus, der spanische, wird es gar nicht mitbekommen, weil sie es ja auch nicht angegeben haben in dem informativen Modello 720. Das heißt, der Spanier wird 6 Jahre lang nichts von dieser LLC oder von ihren Dividenden, wird er gar nichts erfahren. Und sie bewegen sich damit auch noch im legalen Bereich. Also von daher ist das tatsächlich kann ein sehr, sehr großer Vorteil für den Beckham Law-Nutzer sein. Und dann auch noch wieder auf die Familienangehörigen, die nutzen das natürlich dann genauso. Also auch wenn die Dividenden ausgezahlt sind, also es ist eine 50-50 Beteiligung an einer LLC oder wie auch immer, auch die sind dann befreit von jeglichen Erklärungen dieser Einkünfte. Also das ist tatsächlich positiv. Wie Sie schon gesagt haben, ein sehr großer Vorteil des Beckham Law, auch zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal hier Portugal, weil viele überlegen sich ja, entscheiden sich letztlich zwischen Portugal und Spanien, so ist einfach die Realität. Mhm. In Portugal ist es komplizierter. In Portugal gibt es sogenannte Blacklists, also bestimmte Firmen sind nicht akzeptiert. Man darf also von solchen Firmen keine Dividenden bekommen. Letztlich ist die Voraussetzung, dass Dividenden oder die da zugrunde liegenden Gewinne schon mal irgendwo versteuert werden. Also es ist ein sehr großer Vorteil, dass dies in Spanien nicht so ist. Ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt diesbezüglich zurückkommen. Also wir haben ja doch bei einer Auslandsgesellschaft oft das Thema, wird in Spanien eine Betriebsstätte ausgelöst oder nicht? Also wenn es jetzt so eine typische Ein-Mann-LLC in den USA ist, wo niemand anders involviert ist, ist es meine LLC und die bekommt dann irgendwelche Erträge, dann würde man ja doch in vielen Ländern sagen, naja, also jetzt bist du da mehr oder weniger hier der Eigentümer, letztlich die einzige handelnde Person, wäre jetzt eine Leitungsbetriebsstätte dann letztlich an deinem Wohnsitz ausgelöst. Wie streng wird sowas in Spanien gesehen, die ganze Betriebsstättenproblematik? Wir wissen es ja von vielen Ländern, Deutschland zum Beispiel, unheimlich streng, auch in UK und so, also sehr, sehr streng wird es betrachtet. Also das ist ein sehr dynamisches, wie ist es da? Ja, ist ein sehr dynamisches Feld, die Betriebsstätte. Es ändert sich im Prinzip auch ständig, wie da die Betriebsstätte definiert wird und was da jetzt noch neu dazukommt und was nicht. Im Moment ist es so, dass wenn Sie das Modello 720, dieses informative, wir kommen immer auf dieselben Dinge zurück letztendlich, wenn Sie das 720er Modell gar nicht einreichen müssen, dann erfährt der Fiskus hier erstmal auch gar nichts von Ihrem Auslandsvermögen. Das heißt, in dem Sinne sind die auch nicht streng, was die Verfolgung einer Betriebsstätte angeht. Die Betriebsstätte ist eher ein Problem für entsendete Arbeitnehmer. Also jetzt also da sehe ich tatsächlich kein großes Problem für die Zeit, in der das Beckham Law in Anspruch genommen wird, wo man da tatsächlich abgesichert ist. Ja? Also auch rechtlich, man bewegt sich, man tut nichts Illegales und ist abgesichert, dass diese Information erstmal nicht an den spanischen Fiskus gelangt. Aber würden Sie jetzt zum Beispiel, also Ihren Mandanten jetzt, würden Sie jetzt zum Beispiel empfehlen zu sagen, naja, okay, jetzt hast du da so eine Firma in Malta oder weiß ich, wo jetzt sorgt besser dafür, dass da ein lokaler Geschäftsführer auch tatsächlich dann in Malta vorhanden ist, damit da in Spanien nichts passiert? Oder ist es wirklich in Spanien so, dass die Behörden einfach, also ich meine, was ich damit sagen will, ist, zum einen ziele ich natürlich auf den ganzen Shakira-Fall ab. Die hatte ja wohl nicht das Beckham Law genutzt, aber hat ja auch Malta-Gesellschaften. Ja, und ist ja auch alles publik heutzutage, Transparenzregister. Kann man einfach googeln und findet die Informationen sofort. Also, was ich damit sagen will, ist es tatsächlich so, dass das jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, es geht mir jetzt gar nicht darum eigentlich, was jetzt hier, was Gesetz definiert, ist auch wichtig, aber wie ist auch die Handhabe? Ja, wir wissen ja auch, dass manchmal die gesetzliche Handhabe, wie es dann konkret von den Behörden letztlich gehandelt wird, da gibt es relativ viel Spielraum. Ist es in Spanien eher locker oder würden Sie sagen, da wird sehr genau darauf geachtet und man muss unbedingt, als dort ein Geschäftsführer ist im Ausland und so? Nein, ich würde sagen, wird es locker gehandhabt, erstmal. Das Problem hier in Spanien ist, wenn man einmal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dann wird auch sehr pingelig und sehr genau hingeguckt. Also das ist aber erstmal so ins Grobe auch Stichwort Transparenzregister. Das ist hier in Spanien noch gar nicht so weit fortgeschritten. Das ist zwar laut EU-Richtlinie seit 2021 verpflichtend. In Spanien gibt es das aber noch gar nicht, so wie in Deutschland zum Beispiel. Also wir haben jetzt 2023, wir haben noch kein Transparenzregister hier in Spanien. Das sind nur öffentlich-rechtliche Verwaltungen oder öffentlich-rechtliche Gesellschaften, die Transparenz zeigen müssen. Das heißt, es wird hier noch relativ locker gesehen.
Wie gesagt, ich kann aber auch immer nur warnen in dem Zusammenhang. Das ist ein dynamisches Feld. Das entwickelt sich alles weiter und das wird mit Sicherheit immer enger gestrickt werden. Ja, die Ja, klar. Tatbestandsvoraussetzungen werden mit Sicherheit immer enger gestrickt werden und es wird mit Sicherheit keine Aufweichung dieser Regelungen geben. Thema Betriebsstätte ist für uns oder für den Spanier eher ein Problem, wenn wir zum Beispiel einen Entsendeten haben oder einen entsendeten Arbeitnehmer haben, der dann eventuell auch sogar mit Vollmacht haben wir sofort eine Betriebsstätte hier in Spanien. Also wenn jemand bevollmächtigt ist, für das ausländische Unternehmen zu handeln, dann haben wir sofort eine Betriebsstätte hier, auch bei einer Person. Wenn der aber keine Vollmacht hat und nur im Homeoffice, sagen wir mal, hier arbeitet aus Spanien raus, kann er auch durchaus schon eine Betriebsstätte darstellen. Das ist aber dann nicht so. Also wie gesagt, da sind wir noch so hier in Spanien, dass es so gehandelt wird von den Behörden, dass da uns keine Probleme, das ist alles noch möglich, sagen wir mal so, das ist alles noch möglich. Wer weiß, wie lange noch. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Projekte weitergehen auf OECD-Ebene, also auf internationaler Ebene. Da ist viel im Gespräch. Man wird es abwarten müssen letztendlich. Ja, ja, stimmt. Also glaube ich auch. Aber nee, danke für Ihre Einschätzung. Das ist sicherlich sehr hilfreich. Ja. So, also bleiben wir am Ball und beobachten das weiter auch für unsere Mandanten, Zuschauer und Zuhörer. Kommen wir noch zum letzten interessanten Thema. Und zwar jemand erhält Beträge aus Erbschaft oder Schenkung und hat den Beckham-Law-Status. Was passiert? Leider grundsätzlich werden sie als Beckham-Law-Inanspruchnehmer als Nicht-Resident behandelt, obwohl sie Resident in Spanien sind. Das gilt aber nicht für die Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Da werden sie auch unter Beckham als Resident sozusagen angesehen und müssen jetzt bei der Erbschaftssteuer tatsächlich auch auf alles wie jeder andere hier Erbschaftssteuer zahlen. Wobei Einschränkungen und wer da Gestaltungsspielraum hat, kann den oder sollte den nutzen, wenn sowas ansteht. Ein Erbe kann man ja schlecht planen oder das ist halt das passiert. Die Erbschaftssteuer wird hier oder das spanische Steuerrecht hat viel Steuerkompetenz an die einzelnen Bundesländer abgetreten. Das heißt, die Ausgestaltung der Erbschaftssteuer, es gibt eine staatliche Erbschaftssteuer und die Ausgestaltung obliegt aber dann den Bundesländern. Und es gibt Bundesländer wie Madrid, Andalusien und es glaube ich jetzt noch 2, 3 dazugekommen, die verfolgen eine radikale Nullsteuerpolitik, was das angeht. Und die sagen zwar, ja, du musst die Steuer erklären, aber wir geben dir 100% Bonifikation und musst da nichts drauf zahlen. Das heißt, man kann auch in der Richtung durchaus vorausschauend steuerlich was planen und dann das Bundesland hier in Spanien wählen, was da die günstigsten Voraussetzungen bietet. Katalonien ist immer das Schlusslicht, muss man sozusagen. Wir haben immer die höchsten Steuern. Schade. Wir sind wie das Schwabenland in Deutschland. Eigentlich ein schöner Teil von Spanien, oder? Gerade. Es ist sehr schön, ja, wir haben nur leider, wir haben das Pech, hier ist halt, wir sind die Region wie Schwaben, Bayern in Deutschland, also hier wird viel produziert, hier ist viel Industrie ansässig und hier kommt das Geld halt her und hier wird der Fiskus setzt hier stark an. Man kann es nicht anders sagen. Also es gibt, gerade was Vermögensschenkungssteuer angeht, gibt es definitiv bessere Bundesländer als Katalonien, nur von dem Gesichtspunkt aus jetzt betrachtet. Das heißt also, Sie würden jetzt zum Beispiel, gut, es hängt natürlich immer darauf ab, mit Beckham Law ist natürlich so eine Sache, mache ich das nur 5 Jahre, bin ich nur vorübergehend dort und so weiter. Aber mal angenommen, jemand macht sich jetzt diesbezüglich Sorge, dann müsste man im Grunde genommen hier zu Strukturen raten, wie eine Stiftung oder irgendwelche anderen, sage ich jetzt mal, umfangreichen Strukturierungen, damit man hier kein Problem bekommt. Ganz genau. Oder halt den richtigen Wohnort wählen. Ja. In Spanien. Alles klar. Das heißt, Sie sagen, damit würde ich tatsächlich dann unter Umständen tatsächlich eine Reduktion auf 0, zumindest in Spanien, erreichen können. Ich meine, man hat ja sowieso, wenn man jetzt über Deutsche spricht, wenn die Deutschland verlassen, sind ja sowieso noch 5 Jahre erbschaftssteuerpflichtig. Ja, das heißt also, irgendwo wird man sowieso bezahlen müssen. Ja, ich meine, es ist ja nur im Grunde die Frage, wie federe ich die Doppelbesteuerung ein bisschen ab. Ja? Ganz genau. Ja. Das ist komplett richtig, so kann man es genauso stehen lassen. Ja. Gut, sehr interessant. Sehr interessant alles. Eigentlich nur noch 2 Fragen zum Schluss, aber war bisher sehr, sehr informativ und eigentlich die Fachfragen haben wir jetzt alle schon, bis auf vielleicht so 2 Fragen, die ich gerne am Ende stelle, wobei ich hier für unser Gespräch, was Beckham Law betrifft, noch eine hinzugefügt habe.
Jetzt komme ich zu ihm, sage, Herr Westhoven, meine 5 Jahre sind jetzt bald abgelaufen. Wo kann ich denn jetzt hingehen? Weil ich will, also so schön wie Spanien ist, aber ich will dann doch lieber ein anderes Land. Was empfehlen Sie denn? Ich kann da nur die Nachbarländer empfehlen, aber nicht im Norden. Also Frankreich auf keinen Fall. Frankreich ist schön, aber steuerlich unschön, auch vom Arbeitsrechtlichen her Katastrophe in Spanien. Vom Arbeitsrecht her in Italien ist genauso eine Katastrophe, aber die haben wenigstens schönes Land, gutes Essen und auch so ein ähnliches, ja, einen ähnlichen Beckham, haben Sie ja schon erwähnt. Die haben auch so einen No-Resident-Status. Ich würde wahrscheinlich nach Italien gehen, entweder auf eine Insel oder im Norden von Italien, weil es da wahrscheinlich dann am meisten auch in Mailand oder im Norden, in Turin, Mailand, die Ecke. Da würde ich wahrscheinlich hingehen, weil es einfach interessant ist. Und ansonsten zu unseren Nachbarn nach Portugal, wobei da auch schon gesagt wurde, da muss man der Unterschied von, ohne jetzt, das soll überhaupt nicht despektierlich oder sonst was klingen, aber der Unterschied von Deutschland nach Spanien ist durchaus da, aber man kommt als Deutscher da, vielleicht sind wir sind näher an Spanien dran als Deutscher oder aus der Dachregion sind wir da näher dran. Der Spanier ist uns vertrauter. Der Portugiese, man darf nie pauschalieren und ich tue es jetzt trotzdem. Ich glaube, die Kultur, das erfordert nochmal eine andere Anpassung an Kultur und auch die Bausubstanz. Das ist einfach, man merkt auch da nochmal einen Schritt weiter nach Südeuropa. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, auch hier in Spanien, aber in Portugal wirklich an allen Ecken und Enden. Da muss man sich drauf einlassen. Und was ich jetzt zum Beispiel aus Lissabon nur gehört habe, dass da die Einwohner tatsächlich auf die Barrikaden gehen mittlerweile, weil so viele Digital Nomads sich ansiedeln, die Preiskultur kaputt machen. Für den Portugiesen, der seine 1.000 Euro brutto im Monat verdient, ist Lissabon einfach nicht mehr bezahlbar. Man kann da den Kaffee nicht mehr bezahlen. Und das Klima gegenüber den Ausländern wurde mir berichtet, nicht, dass ich das aus erster Hand erfahren habe, wurde mir berichtet, das Klima wandelt sich etwas. Also wahrscheinlich würde ich zu Italien raten. Jetzt habe ich viel geredet wieder, aber ich glaube, ich würde zu Italien raten, aus diesen weichen Faktoren einfach. Ich weiß nicht, wie lange das in Portugal noch Bestand haben wird, dieses System, wie es jetzt gefahren ist oder gefahren wird. Ja, interessant. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob Sie meine zweite noch ungestellte Frage auch schon mit beantwortet haben. Meine zweite Frage wäre gewesen, was ist denn Ihr persönlicher Favorit? Jetzt haben Sie schon Italien genannt, aber gibt es noch ein anderes Land, wo Sie sagen, das wäre mal ein schönes Land, wo ich gerne mal leben würde, auswandern würde? Also ich persönlich, ich bin sehr Südamerika-affin, da mein Stiefvater aus Südamerika kommt, aus Uruguay kommt, und ich würde sehr gern mal in Ecuador, in Uruguay oder Argentinien leben, wobei Argentinien mit Abstrichen, das ist einfach zu chaotisch in Argentinien. Da weiß man ja tatsächlich heute nicht mehr, mit welcher Währung man morgen bezahlt oder wie viel die noch wert ist. Also das würde ich dann nicht machen, aber würde ich in Richtung wahrscheinlich amerikanischer Kontinent und wahrscheinlich Südamerika gehen. Ist Ja, doch ja, hatten wir auch schon ein paar interessante Gespräche. Ja, ist interessant. Ja. Und Auswandern nach Argentinien, eins meiner Lieblingsbücher, Resturlaub. Ich glaube von Tommy Jaud. Falls Sie es noch nicht gelesen haben, kann ich Ihnen mal sagen. Nee, kenne ich nicht. Nee. Das werde ich mir merken. Schicke ich Ihnen meinen Link. Also sehr, sehr amüsant und lehrreich. Sehr gern. Sehr gern. Also wie gesagt, wenn sich das deckt mit meiner Vorstellung von einer Auswanderung nach Argentinien, ich glaube, es ist sehr, sehr chaotisch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das muss man wollen und lieben wahrscheinlich, das Land. Also anders glaube ich, kommt man da nicht hin. Aber gut. Sehr schön. Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Vielen Dank für die Antworten. Hat uns sehr viel Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank, Herr Westhoven, war sehr interessant. Dann bedanke ich mich auch. Es war wirklich eine schöne Runde und ich freue mich auf weitere Kontakte. Unbedingt, ja auch, ne? Dann. Bis dann. Ja, Dankeschön. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.